neues Update. Wir haben das Jubiläum. Da schauen wir doch mal rein. Everything's ready. Let's go. Wir kriegen noch eine Kolei. Ey, ich will mich nicht beschweren, ne? Ja, Everything's noch eine ready. Kolei. Let's Geil. go. Super. So, Probelauf machen wir auch gleich. Dann wird sich für mich noch entscheiden, ob ich Syno vielleicht doch möchte oder nicht. Ich bin mir unsicher. Ich habe schon zu viele Charaktere, wo ich sage, ja, aber ich bräuchte jetzt nochmal so einen Support-Charakter wie Venti. Ja, das würde ich dann wahrscheinlich eher mitnehmen. Aber trotzdem gleich mal testen. So, ja, zum Auftrag kommen wir noch. Oder? Ah, ich habe einen Auftrag, ja. Legendenauftrag, ja. Genau, das neue Gebiet und ja, ein neues Standard, nicht wahr? Gut, gehen wir erstmal die Probeläufe durch. Und irgendwie habe ich jetzt dieses Anmeldeding noch nicht gesehen. Naja, ist ja auch egal. Wir ballern jetzt erstmal rein, dann können wir für das Update gleich nochmal ein bisschen Urgestein abholen und dann ziehen wir erstmal rein. Hätte ich mir vielleicht mal durchlesen sollen, was er nun kann. Womit spawnt er denn überhaupt? Fragen wir doch mal so. Das sollte sein Stab sein, I guess. Ja. Also, passt irgendwie zu ihnen, aber auch irgendwie nicht. Das habe ich mir da spitz vorgestellt, so ein bisschen. Aber gut. Alles klar. Sieht auch sehr schön aus. Hm. Alles klar. I must leave no. Judgment is upon you. Also das mit den Krallen so nach vorne schnellen, das gefällt mir schon stark. Nowhere to run. Muss ich sagen. Write this on yourself. Leave it all to me. As a dutiful maid. So, einmal weg. Spin me right round. Through me, justice is served. Guilty. Okay. Dann auch verändert. Your penance is due. Kündige ich das eigentlich immer das Ende der Ult an und habe ich das gerade einmal verlängert oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich war jetzt zu faul, mir das durchzulesen zugegeben, aber ne? Ist eine Frage, aber muss jetzt keiner beantworten. Kann ich mir auch selber noch durchlesen, wenn es soweit ist. Ja, also hat Spaß gemacht auf jeden Fall, gerade die Ult auch. Ähm, Ich würde aber sagen, nö. Ich ziehe dann doch lieber bei Venti rein und gut ist. Und sobald im nächsten Update dann Kusanali kommt oder Nahida, was auch immer, ähm, ja, da sehe ich mich dann wieder. Was nicht heißen soll, dass er nicht nett ist. Also bestimmt eine super Teamergänzung für viele Leute. Allein von der Coolness her und so hat er mir jetzt in dem Moment Spaß gemacht. Aber ich behaupte, von seinem Stil ist er vielleicht nicht unbedingt was für mich, wenn ich in Spiral gehen würde und da jetzt so richtig ernst machen würde. Das ist dann eher nichts für mich. Aber naja. Machen wir erstmal weiter. Nimmst du mal die Hände von der Flasche. Let's play. Ah, das ist halt falsche Taste hier. You're in for a little shock. Kontraproduktiv. Blitz. Think you can get away?
Zack. Brace yourselves. Boba, get them. Eat this. Try not to enjoy this too much. Yahoo! Yahoo! Time for takeoff. Ja, da sehe ich mich doch schon wieder eher, ne? Also, ja. Bin ich da auf jeden Fall dabei. Candice wird jetzt nochmal wichtig bei den Four-Stars zum Ausprobieren und die anderen beiden so, ja, relativ. Ich hab sie ja schon. Ja, aber grundsätzlich. Mehr von ihnen zu besitzen, wäre natürlich auch nicht schlecht. So, mit einem 5-Star können wir heute garantiert nicht rechnen. Aber ich will den Tag nicht vor den Abend loben. Könnte ja sein, doch. Aber ich glaube nicht dran. Das wäre mir zu unwahrscheinlich. Na, komm schon. Na los. So, Candice probieren wir jetzt noch aus. Die beiden anderen, ja, weiß ich nicht, ob wir das unbedingt nochmal sehen müssen. Das könnte ich dann später nochmal offscreen machen, falls ich dran denke. Ich denke auf jeden Fall nochmal dran, bevor sich das wieder wechselt. Hoffe ich. Nein, ich werde schon dran denken. Sie ist Candice. Passt gut auf. Ja, durch die Story und die neuen Kisten, da kriegt man ja auch nochmal ein bisschen was um Urgestein. Jetzt auch in dem normalen Gebiet noch, könnte ich ja auch noch abstauben, aber ja. Ich bin ja mit schleichendem Prozess eher. Oh, der Fang. Sehr interessant, sehr interessant. Aha, okay. Aber gucken, ob die schon eher was für mich ist. Ich hoffe ja, dass ich mindestens eine mitnehmen kann. Ich habe jetzt noch nicht ganz mitgekriegt, war das jetzt schon das Maximum beim Aufladen? Oder ging da noch mehr? You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Dodge this. Da muss ich noch mal kurz reinlesen. Leider. Ja, Candice Consti ist in der Lage, eine ganze Flut von Gegnern abzuwehren. Stimmt, mit ihrem Schild nach vorne und verursacht Hydroschaden. Gedrückt halten. Hebt ihren Schild, um Angriffe von Gegnern in der Umgebung abzuwehren und erschafft einen Schutzschild der Gegner basierend auf Candices Max-EP. Hydroschaden 250% abhält. Alles klar. Der Schutzschild hält bis zum Ende der Elementarfähigkeit. Nach einem eine gewisse Zeit langem gedrückt halten. Ach du Kacke. Wird das Aufladen der Elementarfähigkeit abgeschlossen. Candice wird beim Loslassen der Fähigkeit am Ende der Fähigkeitsdauer oder dann, wenn der Schild zerstört wird, ihren Sprungangriff ausführen. Ah ja. Also nochmal kurz versuchen und ja. Lesearbeit habe ich jetzt heute echt keine Lust mehr zu. Cool it. Don't get frostbite. Surrender and engage it. We shall prevail. Yield. Auch interessanter Speerstil. Pin them down. Grant us your blessing. Ich weiß nicht. Also für einen Speerkämpfer ist die irgendwie zu langsam. Do your worst. Freeze. Also zumindest so Just a bei den grace. Schlägen, so bei den Standardschlägen, weiß ich nicht, dass die irgendwie zu langsam. Weiß ich nicht. This moment will be frozen. Try this on for some. Try not to enjoy. We shall prevail. Flee.
Egal wie viel Repro-Schaden dahinter steckt. Too easy. Oder wie viel Repro-Schutz. Hear my prayer. Yield. Okay, ja, war ja ganz nett. Aber ich glaube, das wird auch nicht so mein Charakter. Jedoch genauso wie Dori werde ich, wenn ich sie habe, auch nochmal so hochleveln, dass ich die ganzen Wünsche dann nochmal abstauben kann. Das wäre auch so, so ziemlich dann nochmal das Einzige, warum ich Syno jetzt auf die Schnelle dann hochleveln würde. Nicht zum Nutzen, sondern dann wegen der Gratiswünsche. Aber dasselbe habe ich ja dann mit Venti vor, wenn ich ihn jetzt ziehen sollte. Also, ja. Bei Candice auf jeden Fall dasselbe. Dori muss ich sogar auch noch fertig kriegen. Ich habe mich da noch nicht zu sehr mit beschäftigt. Naja. Belohnung abholen muss ich jetzt an sich nicht. Mache ich trotzdem nochmal schnell, weil jetzt habe ich es eh schon geöffnet. So, jetzt könnte man natürlich auch sagen, komm, machst die anderen zwei nochmal schnell. Nö. So, wir machen. Stimmt ja. Ach, Jaka hat heute Geburtstag. Mann. An der Aktion teilnehmen, das mache ich noch. Entschädigung. Entschädigung. Was ist das? Ach, dieser Vogel. Ja, stimmt, von denen hatte ich ja schon gehört. 400 Urgestein nochmal zusätzlich. Geil. Nimmst du mit? Da sagst du nix. Das war nicht von heute, das ist von heute. Okay, da muss ich mich später nochmal drum kümmern. Cool. Starten wir mal rein. Ich habe hier sogar noch einen zusätzlichen Wunsch offen. Neuer Monat ist noch nicht ganz, aber bald. Man sieht's ja. 2 Tage, 12 Stunden. Easy. Das kommt auch noch dazu. Man hat es natürlich erfasst. Ich hätte vielleicht noch auf der Statue stehen sollen. Mache ich jetzt noch mal schnell. Ist natürlich wichtig, ne? Ich bin ja immerhin schon mal in Mondstadt gewesen. Obwohl es wahrscheinlich klüger wäre, in der Taverne abzuhängen. Hä? Hä? Ne? So. Dann kriege ich ja noch ein bisschen Urgestein durch die Dailies, die ich heute noch nicht gemacht habe. Und. Es ist alles noch offen. Jetzt fallen mir nur schlechte Vergleiche dazu ein. Das lassen wir lieber. Oh Mann. Na, Moment. Also, ein Götterkollege sicherlich auch, ja. Hear me. Aber so machen wir das. So, dann ballern wir hier noch rein. Ich hätte, wenn dann, gerne den Bogen. Dankeschön. Würde aber wahrscheinlich nicht passieren. Dass ich überhaupt so weit komme. Da müsste Venti jetzt wirklich demnächst noch kommen und dann noch mal einen Waffenbanner zu ziehen. Bin ich aber eigentlich auch nicht so für. Ich würde wahrscheinlich beim Charakterbanner dann weiterziehen. Ich habe jedes Mal so Angst, wenn er bis da hinten fliegt, ne? Mann. Kommt so ein halber Herzinfarkt. Wenn wir wenigstens einen Widerstand abstauben könnten, wäre das ja noch formidable. Zwei Versuche sind noch. Also, noch ist alles offen. Er wartet aber auch wirklich wieder bis zum nächsten 10. Zug ab mit dem Forster, ne? Also wird das jetzt wahrscheinlich auch nichts werden. Schade.
Doch. Wenigstens noch ein Forster. Na, immerhin. Hey! Noch eine Sayo. Wunderbar. Ja gut, dann könnte ich die Dailies noch machen, dann könnte ich noch einmal ziehen. Machen wir das. Der Luftanteil ist immerhin da gewesen. Stimmt, eine weitere Kulei war ja. So, also fehlt nur noch eine. Ein paar Cookies könnte ich auch noch gebrauchen. Sayo. Hey, das war sogar meine letzte. Cool. Mir war doch irgendwie so, dass ich da eigentlich auch schon fertig war. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots. Okay. Weg mit der Kamera. Interessiert uns nicht mehr. Dieser neue Piepmatz. Vielleicht hätte ich den vorher mal ausrüsten sollen. Oh ja, möge er uns Glück bringen auf dem nächsten Zug. Vier Tage habe ich noch, alles klar. Und mein Herz ist wieder voll. Was auch sonst. Was auch sonst. Boah, das sieht aber cool aus, wenn du da so rumläufst mit dem Vieh. Ja. Ich finde, jeder von denen sollte irgendwie so eine Spur hinter sich ziehen. Also zumindest bei Endora meine ich, da hast du auch die ganze Zeit so ein paar Bubbles, die nach hinten fliegen, das ist okay. Aber bei den Seelis irgendwie so... Aber gerne mehr solche Haustiere. Das ist cool. So, dann habe ich jetzt mal eine Weile Ruhe. Was wollte ich jetzt eigentlich hier? Ich glaube, ich wollte genau das. Denn die Dailies warten ja in Sumeru. Und... Okay. Achso, hier. Ja, das Gebiet ist ja dann jetzt auch frei. Da gehen wir dann noch hin. Aber fangen wir kurz mit den Dailies an, dass ich noch einmal ziehen kann. So. Oh nice, wieder auf Pilzen hüpfen. Da bin ich ja Experte drin. Wenn sie denn spawnen würden. Ja, danke. Next. Da von hier. Die anderen Teleporter benutze ich immer ungern, weil ich nicht sicher bin, welche jetzt davon unterirdisch waren und welche nicht. Ich bin da schon zweimal drauf reingefallen bei einem Teleporter. Ich vergesse das irgendwie immer wieder, dass das unterirdisch ist. Okay. Auch eine komische Aussage, dass das Vieh direkt neben so einem Explosionsfass ist, was ihn eigentlich direkt aus dem Boden treibt. Aber gut. Leben am Limit, wie man es doch nennt, was?
are not welcome here. Take that! Ja, eigentlich schade um Genshin, dass sie schon wieder weg ist. Ich hätte gerne noch eine weitere gehabt. Oder 4. Dann wäre sie nämlich fertig. Aber beschweren will ich mich auf jeden Fall nicht. Ich habe schon eine bekommen. Das war auch schon ziemlich Born of gut. ice and frost. You want this one. Gibst du her, gibst du her. So. Next. Stadt und wo noch? Da. Machen wir das eben schnell. Dann kümmern wir uns als nächstes um die Stadt. Da ist doch bestimmt wieder Blumen gießen oder sowas. Irgendwas ist es. Weil irgendwas ist ja immer, ne? So. Ich guck mal kurz. Ja. Okay. Ja, weiß ich nicht, wie es zeittechnisch aussieht, ob wir da alles schaffen werden oder nicht. Oder ich vorher aufhören muss. Wer weiß das schon. Stabilize. Schön, dass ihr euch zeigt. Access denied. Born of ice and frost. All hail. Ha! Crush. Ha! Oh Mann, ich habe gerade was anderes gelesen. Weiß ich ja nicht, ob ich nicht nochmal zum Optiker sollte. Vielleicht ist mein Gehirn auch nur komisch, wer weiß. Jetzt habe ich doch hier so einen kleinen Vogel schon an meiner Seite. Ich weiß nicht, warum die Vögel immer noch wegfliegen. Ich tue ihnen doch gar nichts. Die Zeiten, wo ich sie grundlos ermorde, also grundlos nicht, aber wo ich sie ermorde, sind längst vorbei. Und ja, es ist das Blumengießen. Mal wieder. Ist mir ehrlich gesagt lieber, als ständig ein Schiff zu säubern mit Wasser oder als jedes Mal die Blätter wegzufegen bei der Kirche. Da gieße ich lieber kurz ein paar Blumen und dann ist alles wieder schön. This is destiny. Wenn du das sagst. So, weil wenn wir zu Catherine kommen, haben wir sowieso das losgezogen. Dann wird die nächste Quest starten. Ja, wir nehmen uns ein bisschen Zeit. Oh, sie ist gewachsen. Also aufgeblüht. Gratulation. Verdammt. Ich wollte sie gerade entreißen.
Okay. Last try, Venti. Leute. Schade. Ja, ich hab's nicht mehr auf der Statue gemacht. Cry me a river. Stufe 10 müsste man doch eigentlich easy erreichen können, ne? Ah, siehst du ja, Kopfgeldjagden und so weiter muss ich doch eh noch machen. Kanntaler. Einmal gewünscht. Ja, das war offensichtlich. Wenn man es mal durchgerechnet hat. Oder wenn man mitgezählt hat, einfach. Wird ja reichen. So, dann lassen wir mal schnell was schmieden. Das war das Falsche. Kannst du nicht diesen Schmiede-Button auch da oben haben? Oder bin ich schon so sehr daran gewöhnt hier bei meiner Teekanne? Bei meiner Teekanne dort das Schmiedeteil zu nutzen, dass ich denke, dass bei den anderen Schmieden die Funktion oben war. Dann könnte ich es überprüfen. Man kann es aber auch sein lassen. Oh, ein Vogel. Ad Astra Avisask. We meet again, you two. Hi, Catherine. Do you have any commissions for us today? Commissions, huh? Let me think. Oh, how about this? Please attend the Academia's Academic Symposium this afternoon and recite a love poem on stage. Wait, say what now? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Huh? What kind of commission is that? Selbst in Gedanken ist mir das peinlich. I see. It appears that you're not interested in this commission. In that case, please go to Port Ormos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. Hey, that's not any better. Wir handeln uns einer Tracht Prügel ein. Eigentlich verprügeln wir sie, aber ja. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Paimon's gotta ask, just who exactly has been submitting these commissions to the Adventurers Guild? Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see the two of you in action. Oh. Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. Ach, sie ist so süß. Ah, so it's Nahida. Paimon just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. When did you get into her head? From when she said, Ad Astra Abisask? So it's been you this whole time? Are you done resting up, Nahida? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really long dream. Heißt das, dass Akasha die Träume der Götter nicht wegnehmen kann? Was hast du geträumt? Das wäre tatsächlich... It was another dream about the Sub-Zerus festival, except it was a happy one. In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City was holding hands as they danced in circles around me.
They danced round and round, and everyone looked really happy. I also got to sit on a gigantic flower carriage. Ferris, the Knight of Flowers, raised me really, really high above the ground, and I was throwing an endless amount of Yalda candies at the children. You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. Ja, aber in Wirklichkeit. Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking at me like that? Wait, could this be an example of the emotion known as pity? No, we aren't pitying you. That would only make everything worse. We just don't want you to feel too sad. By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homianis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. Yes, I paid her a visit right after I woke up. She was resting at the time. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body, we can only cure it by finding a way to take care of Irminsul's own withering. But for the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning. Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Sub-Zero's festival. So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages' activities. As for how we should pull that off, let's discuss it somewhere else. There are too many adventurers around here. Oh, good point. Sorry, adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. Oh Gott, Paimon. Ich würde genauso dastehen. Die stellen wieder Unfug an. Hey, ich hab Catherine noch gebraucht. Och Mann. Das wäre aber auch eine geile Fähigkeit, wenn man eine Nahida hat und erstmal Catherine beschwören kann. Oh, krass. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. Kannst du direkt den Körper der Schlüsselperson besitzen? Wie wäre es, wenn du den Körper eines Studenten besetzt und dich in das Büro der Weisen einschleißt? Wie wäre es, wenn wir uns einen Weisen schnappen und ihn verhören? Oh. I've already tried that, but all the key members of the Academia, even the core of 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet, but this trusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly. Das Verhören wird wahrscheinlich das Schlauste sein. No way, that's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. Das stimmt wohl. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? Manchmal muss es aber das tun. Aber in dem Fall gebe ich ihr That's a recht. good point. Spoken like the god of Sumeru. We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all, every person in Sumeru City is one of their hostages. Are we really out
ideas? Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. You're saying we should recruit a spy? That does sound like it could work. Oh, before coming back, we met someone named Al-Haytham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the Academia's back. They probably aren't in cahoots. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Setaria? Setaria. Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the Grand Sage of the Academia? We ran into her basically every time the Sub-Zerus Festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilou. I've always liked observing all kinds of people, and Setaria has always stood out from the crowd. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the Academia, and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Setaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. Das ist kein einfacher Vergleich. From the sound of it, Setaria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the Academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. Das ist leider wahr. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She Eine sehr can't gute deny her part in Kandidatin. their schemes anymore. Right. We must somehow make her face her problems again. Also finden wir was über sie heraus. In der Wüste! That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Setaria will take a day off from the Academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance. To prepare, let's go check out some of her favorite spots, and have a quick chat with a few of the vendors there. Aber... This should be Setaria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about Setaria? No, I already have enough information on Setaria.
The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? My poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding her future. Can we get a fortune reading for her? Of course, of course. In that case... It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Meine Gesundheit. Nein, wir nehmen natürlich das Interessante. Love prospects? No problem at all. Oh. The gods have spoken. The truth shall be revealed. One who is fated to cross your path will appear on... Huh? So many people will fall for you. How could that be? Ich wusste es. Ein Harem. Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Tag yourself. Welche wäre deine Katze? Welche würdest du wählen? Ich muss sie fangen. Alle beide. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune-telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is, suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. Alles klar. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret, and I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need.
Ja, ja, sicher wird sie das. This should be our final stop. Sitaria's always thinking of this restaurant when she's working at the academia. So she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you've really thought of everything. Stalker! It's my duty to protect Samari's citizens, after all. Oh, eine, die Hi sich there. mal Mühe gibt. I Ist feel doch like schön. I've seen you down by the docks before. Womit ich nicht sagen werde, dass die anderen sich wahrscheinlich keine Mühe gegeben haben. Außer Barbatos. Aber, ja. Wahrscheinlich hat er sich auch Mühe gegeben. Ich hab's noch nicht wirklich gesehen. Es wirkt halt immer so, als hätte er sich nur zugeschüttet und eigentlich immer nur zugeguckt, was sie so machen. Ihnen, und das sagt ja im Prinzip aus, regelrecht Freiheit geboten. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right. I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars, and I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get to the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Amazing. Sure, but you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Guess that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. Okay, Lagerbesprechung. So, was that everybody? Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough for Sitaria. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Sitaria face her problems. Sitaria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. I remember that you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sitaria's soft spot. Oh, Paimon gets it now! You want to take advantage of the guilt Sitaria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. Wenn wir sie im Namen des Königs des Reed bezichtigen. So, how do we set that up? Well, the Scarlet King is long gone, and Sitaria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's believers, she would definitely be wary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. So, you mean you're going to possess those people we just talked to? Yep. Possess them through the Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King, and then convey our made-up will of the Scarlet King. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sitaria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. Ah, so that's how you're
we're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Huh? Best of luck? But we don't know how to possess anyone. Ja. That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Die bringt uns jetzt einfach Gedankenkontrolle bei. Perfekt. Da sehe ich mich. Moin, was geht? Huh. That is pretty convenient. But why does she have to do this? Can't you do it yourself? Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. Mir ist noch nicht ganz klar, wo der Unterschied jetzt eigentlich besteht zwischen 3 Personen übernehmen und die irgendwie mit reinziehen, im Gegensatz zu eine Person übernehmen und dort irgendwie ausspionieren. Da ist mir der Unterschied noch nicht ganz klar, aber naja. Ja, du warst mal vor einer Weile hier drin, ich erinnere mich noch. Ich könnte jetzt keine Anzahl nennen, wie viele Kommentare du geschrieben hast. Das wäre dann doch zu viel verlangt von meinem Gedächtnis. Da bin ich dann überfragt. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. Ich will Catherine zurück. Also auch cool, ne? Aber ich will doch nur kurz meine Dailies abholen. Und ja, ich glaube, ich könnte das woanders machen. So, 18 Uhr. Stand da morgen? Ja. 12 bis 18 Uhr, so rum, okay. Ja, reicht. Ja, das ist schon eine Weile her, deswegen meinte ich ja. Das ist schon eine Weile her. Osmanthus wine Ist ja viel passiert seitdem, ne? Sumero geht jetzt in die zweite Runde. Auf die dritte freue ich mich besonders viel. Ich war hin und wieder ein bisschen inaktiv gewesen, aber bei den wichtigen Dingen war ich da. Oh, here she comes. Satori is here. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Na toll. Kann ich das jetzt überhaupt verkacken? Geht das? Es wäre doof. Oder geht das überhaupt zu schaffen? Das wäre die wichtigere Frage, weil vom Spiel wird ja meistens vorgegeben, dass man das verkacken muss. Sie stirbt, sorry. I'm starting to feel kind of nervous. Okay, let's go. Wer? Also, eigentlich will ich es nicht wissen. Ich mag Spoiler nicht unbedingt. Meistens ist es mir egal, da ich das sowieso bis dahin vergesse. Aber falls es dir um Catherine geht, das war in dem Trailer von dem Livestream. Ich weiß das. Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. Ich war zwar eine Weile
nicht so gut informiert und jetzt würde ich auch immer nur sagen, so semi-gut. Also einen normalen Durchlauf würde ich sagen. Besser als jeder Casual, der sich nicht mal mit den Livestreams beschäftigt, auf jeden Fall informiert. Aber jetzt auch nicht so gut, dass ich wirklich alles weiß. Wieso auch? Also, ich hätte mir ungern irgendwas angucken wollen, das mich jetzt schon spoilert, was ich jetzt hier zu erwarten habe, weil wozu? Dann brauche ich es ja nicht mehr spielen. Also, mache ich trotzdem, aber naja. Kann man nicht verkacken. Ah ja. Ach, glaub mal, ich krieg so einiges hin. Fällt gar nicht auf. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Aha, da geht's schon los. Man könnte es verkacken. Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. So, which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. Warum interessiert sie sich dafür? Würde sie sich nicht lieber für die Studien konzentrieren müssen? Ich verstehe das nicht. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. Also wenn man in solchen Dingen fragt und dann nach mein Projekt abschließe fragt, dann zwei Zusammenhänge. Entweder sie versucht irgendwie mit einem anzubandeln, dass sie auf jeden Fall gut durch die Akademie kommt. Oder sie hat da wirklich was am Laufen. Ich glaube, ich lasse das schon wieder zu weit ausarten, als dass es wirklich ist. Ja. Hast Songli gezogen. Ja, I don't know. Genau. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Guter Charakter, kann man immer gut gebrauchen. Ich habe zum Beispiel für meinen Teil noch eine Ganyu gezogen. Habe ich mich auch super drüber gefreut. I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. Oh, ich höre es. Also, ich komme mir so vor, als wäre ich... Und ich möchte da niemandem über den Kamm scheren. Ne? Man kann ja glauben, wenn man dran möchte. Aber es gibt einfach zu viele Beispiele dafür, dass sehr viele davon fake sind. Es gibt zu viele von diesen Fake-Geisterjägern. Ey, tut mir leid. Es hört sich für mich einfach so an, als würde ich so eine Sendung produzieren, wo ich dann so Fake-Geisterjäger bin und dann so, oh, guck mal, diese Dose hat sich bewegt. Und in Wirklichkeit war das nur so der Wind. Oder so eine Schnur. So eine richtig schlecht wegretuschierte Schnur. Das war die Schnur eines Geistes, der angelt. Oh Mann. The gods are asking. Sitaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Sitaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question.
The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, the Scarlet King. The Scarlet King? No wonder he would make such a demand of me. Oh, wait a second. The Scarlet King passed away a long time ago. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can the Scarlet King still exist in real life? Die Akademie verbreitet die Gerüchte zur Auferstehung des Königs. Ah ja. What insolence! I am the Scarlet King's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Es ist mir noch nicht ganz klar, also ich hätte mehrere Ideen, warum sie das tun, aber warum? Das ist doch dumm. Ganyu und altes Scharfschützen-Einbogen. Ja, aber ich habe theoretisch ihren Bogen, also Amos Bow. Das reicht mir. Da brauche ich altes Scharfschützen nicht. Oh, no, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! Und Tinari habe ich auch so schnell gezogen. Mann. Whoa! She just ran off in a hurry. She looked pretty upset, too. Well done. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Kann ich dieses Ding bald wieder abnehmen? Ich habe keinen Bock, schon wieder in so eine Zeitschleife zu geraten. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Haravatot theories. In any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sataria. He's out of Keems now, right on cue. Let's get ready to possess him right away. Ich wollte doch gerade sagen, ich stehe doch da. Einfach dieses Jutsu von Ino. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Ich wäre gern ein Maurer. Scheiße, da hatte ich nicht aufgepasst. Ich weiß, dass der Vater das war, aber wollte er jetzt stattdessen Gärtner werden? Mann. Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Dieser Blick. Oh Mann. Oh, das ist auch okay. Ich habe Kazuha bei 24 Pity bekommen und richtig rumgeschrien. Ja dann. Was sagt man dazu, ne? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Er kann endlich wieder alleine gehen. Arm wieder haben. Ach verdammt, was war das? Er hatte sich verletzt, ja. Genug Geld und seitdem Ruhestand.
Also er kann wieder alleine gehen? Oh, that's good to hear. I have been thinking a lot about him. If I could get some more time off, I'd love to pay him a visit. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Yeah, he's been retired there for a while. Yeah. If you could find the time, please write him a letter. Please pass on that recently, faith in the Scarlet King has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those Scarlet King believers because of a difference in beliefs. Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or the Scarlet King? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray the Scarlet King, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Akeem, you don't mean you've also become a believer of the Scarlet King? What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Whoa. Ja, man sollte sie richtig anpissen. You'd be so good at this. Die Geschichte verändert mich ganz schön. Ah ja. Geht das nicht ein wenig zu weit? Ach, wieso? You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, let's keep going. Ja, ob du es ihr erklärst oder nicht, macht dann eigentlich keinen Unterschied mehr. Come on! Sataria's already started talking with Shishan. So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about something? Im Keller. Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Aha. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Shishan, don't tell me that you've converted to the Scarlet King as well! What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia, and treated people as nothing more than experimental subjects? Please, please stop! Even now, Sataria's still trying to run from her problems. Habe ich hier zu viel Angst eingejagt? Ich befürchte noch nicht genug. Können wir als nächstes noch mit einer Clownsmaske aus dem Gebüsch rausspringen? Dann richte ich mein Schwert auf sie. Schön, dass du mir die Antworten vorsagen wolltest, aber ja. She can no longer justify Wie man everything sieht, to habe ich es dann herself. doch noch geschafft. Hey, she's trying to talk to the guards. What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me— Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? The Scarlet King! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Zataria,
Nothing is impossible. You know my name? The Scarlet King is immortal, and all who defy him will one day pay the price. Alles klar. You must face the truth, Setaria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. Setaria, why haven't you gone home? Oh, jetzt geht's aber richtig los. Wir machen die noch komplett wahnsinnig. It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of the Scarlet King. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the Sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. Du solltest auf dein Herz hören. Jetzt kannst du dich noch umdrehen. Man kann sich immer umdrehen, aber ob es funktioniert, ist die andere Sache. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer of the Scarlet King? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the Academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? Sehr schön, endlich haben wir sie überredet. How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zero's festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. Ein Verbannter, vor dem sich sogar die Weisen fürchten. Oh. To fight against the Academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see... let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. Das ist doch so dumm. Dass sie das sogar schon vorschlägt. The Academia entrance. Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. Oder gutmütig. Wer weiß. All right, I trust you. So,
If I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the God of Wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side! The Traveler's execution was ingenious. She's the one who deserves all the praise. Ach bitte, du hast mir dieses Gedankenkontrollzeug beigebracht. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, Ich wäre immer noch dafür, dass wir damit ein bisschen Unsinn anstellen. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of Wisdom and Guardian of the Scholars? No. The truth is the true Guardian of Scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. Okay, ich muss es kurz tun. Sonst ist mein innerer Monk unzufrieden. Ich muss einfach diese tägliche Belohnung abholen. Ad Ast. Thank you for So, also notfalls, falls die eine Catherine da stirbt, hey, wir haben hier noch eine. Wer gut aufgepasst hat, weiß ja, dass sie eine Puppe ist. Also. Und zum einen noch von den Bösen erschaffen. Noch besser. Also vermutlich von den Bösen erschaffen, aber wie wahrscheinlich ist es? Oder sagen wir es mal so, wie wahrscheinlich ist es, dass sie aus guten Gründen erschaffen wurde, aber in die falschen Hände geraten ist? Das halte ich für wahrscheinlich. Oder am wahrscheinlichsten. So. Apropos. Ja. Gehen wir nochmal schnell Speisen kochen und ja, das hätte ich gerade in Mondstadt machen können. Könnte man hier nicht auch irgendwo was drüber zimmern? Oder bin ich jetzt im falschen Gebäude? Oh, ein neues Rezept.
befürchte, das ging hier doch nicht. Aber wo habe ich denn hier letztes Mal gekocht? Ich bin überfragt. Na los. Oh. Döner Kebab. Irgendwann haben wir da 20 Personen stehen. Das wär's ja noch. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those 19 bis 24. Oh, warte mal. who share the memory? So, jetzt. Ich wünschte, ich hätte so ein Feature auch in echt. Dann würden meine Wartezeiten nicht immer so lang sein. Aber ich glaube, das würde sich jeder wünschen. Oh, you are the other Catherine, right? That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Sicher. Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Irgendwas stimmt hier nicht. What do you feel is off? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. It's the middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, are you? Nein, sogar in der Nacht ist was los. No, I think she's right. It really is a lot quieter than usual. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city, though. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone to go to sleep early, just so we can exchange the documents in peace. I also can't quite figure out why things feel a little off. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. Well, regardless, as long as you're here with us, Paimon feels a little safer. Huh. There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the Academia, and Aber that natürlich steht Sataria Victor managed noch to draußen. distract all the guards. Er darf natürlich nicht wählen.
of the night. Das ist eine Falle. Es ist Ah, eine the Falle. triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Sumeru City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. But that guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the God of Wisdom. Das ist dieser Moment, wo ich da eigentlich gerne dort geblieben wäre, um ihn eine in die Fresse zu hauen. Alter. Tut der Kleinen nichts an. This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. Ich bin mir nicht sicher, unser Feind ist schrecklich. Das ist wohl wahr. Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here, let alone such a high-ranking one. That guy was number 2. So scary. Tja, da ist Scaramouche ja direkt ein Furz im Wind. He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the academia came back recently. And that even the sages are wary of him. Yep, sounds like she must have been talking about the Doctor. Wir haben die Komplexität der ganzen Sache unterschätzt. Yeah. Now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia. They're in cahoots with the Fatui. So ein Pech aber auch. But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? Wir müssen Nahida wiederfinden, ja. Yeah. Things would be a lot easier with Nahida's help. Nahida said we'll meet again outside of the city. But we can't just keep waiting around, right? Finden wir jemand anderen, der vielleicht beteiligt ist. You mean... Tenari. Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidia forest? That has to be the same project. Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. Sehr gut.
Ja, an der Stelle mache ich mal eine kurze Pause. Ich werde mir nämlich auch noch mal was genehmigen und danach würde ich weitermachen. Ja, mit der Aufzeichnung von der ganzen Quest hier. Wenigstens das möchte ich immer drin haben. Bei dem Legendenauftrag bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das dann machen werde. Ich würde mal sagen, bis später, haut rein und ciao.